Herzlich willkommen zu unserem Vorstellungsvideo. In den nächsten Minuten zeige ich Ihnen kurz, woran wir hier am Fraunhofer FIT und bei Orbit Team seit mittlerweile über 25 Jahren arbeiten. BSCW ist nämlich nach heutiger Definition die erste Cloud-Anwendung der Welt. BSCW funktioniert komplett im Browser, ob Firefox, Safari, Edge oder Chrome. Somit können Ihre Mitarbeiter und Kollegen auch auf dem Betriebssystem Ihrer Wahl an Dokumenten, Aufgaben und vielem mehr arbeiten. Aber genug gesagt, schauen wir doch mal rein. Das hier ist die typische BSCW-Oberfläche. Diese kann aber komplett nach Ihren Wünschen angepasst werden. Wir können Ihr Firmendesign samt Logo integrieren und das Layout samt Funktionen anpassen. Gerne richten wir Ihr System auch nach Ihren Wünschen ein und stehen Ihnen zur Seite. Beginnen wir oben bei unserer Statusleiste. Hier sehen Sie und Ihre Kollegen immer, wer zu einem Arbeitsbereich gehört und können diese entsprechend kontaktieren. Mit dem Plus hier können Sie Dateien zum ausgewählten Bereich hinzufügen. Weiter rechts haben Sie dann Benachrichtigungen und den Aktivitätenkreisel, die Konferenzfunktion, die Arbeitszeit und das Einstellungsmenü. Anhand der Farben der Punkte an den Icons der Kollegen können Sie Ihren aktuellen Status sehen. Grün bedeutet, dass Sie verfügbar sind. Sobald Sie an einer Aufgabe arbeiten, wird der Status automatisch auf Beschäftigt gesetzt. Andere Stati können selbstverständlich nach Bedarf gesetzt werden. Wenn Sie auf die einzelnen Mitarbeiter klicken, so können Sie sie kontaktieren und Ihre Kontaktdaten abrufen. Mit dem Plus können Sie mit unserem DMS, also dem Dateisystem, interagieren. Hier können Sie das machen, was BSCW ausmacht. Zum Beispiel Aufgaben erstellen und zuteilen, Arbeitsbereiche und Teams bilden, Ordner verwalten, Termine vereinbaren, Notizen hinzufügen und vieles mehr. Hier sehen Sie das Icon des ausgewählten Bereichs und mit einem Klick können Sie es bearbeiten. Hier sehen Sie den aktuellen Pfad und können auf Überordner springen. Unter der Glocke finden Sie alle Benachrichtigungen, die Sie individuell einstellen können. Hier zum Beispiel sehe ich, dass Lisa Wagner mich zu einem Ordner hinzugefügt hat und dass Jonas Nommer mich erwähnt hat. Mit einem Klick komme ich zum entsprechenden Bereich. Hierauf bin ich besonders stolz. Das ist unser Aktivitätenkreisel. Er dreht sich entsprechend der Produktivität der Teammitglieder. Also je mehr Personen an einer Aufgabe arbeiten, desto schneller dreht er sich. Klicke ich auf ihn, sehe ich, woran meine Kollegen arbeiten. Auch hier kann ich diese anklicken, um in den entsprechenden Arbeitsbereich zu gelangen. Mit der Konferenzfunktion kann ich Kollegen sowohl per Audio als auch Video direkt in unserem Programm anrufen. Super einfach. Und ich gehe einfach in den Pfad des entsprechenden Teams und starte den Anruf. Zudem kann ich hier auch Anrufer manuell hinzufügen oder abwählen. Neben Direktnachsprachen lassen sich hiermit natürlich auch geplante Konferenzen erstellen. Zu guter Letzt unsere Zeiterfassungsfunktion, mit der Sie die Arbeitszeit automatisch nachverfolgen können, sofern Sie es möchten. Bei uns nutzen das alle, um ohne großen Aufwand Arbeitszeiten und Überstunden nachzuhalten. Über die Einstellungen kann ich das Design nach meinen Wünschen anpassen und entscheiden, wie und wann ich Benachrichtigungen erhalten möchte. Außerdem kann ich hier auch immer für Fragen den Support kontaktieren. Ich stehe natürlich jederzeit gerne auch nach der Einrichtung zur Verfügung. Machen wir nun mit der Hauptoberfläche weiter. Sie ist standardmäßig in 3 Spalten aufgebaut, die sich dynamisch an den aktuellen Bedürfnissen anpassen. In der linken Spalte ist das DMS zu Hause. Dort sehe ich immer den aktuellen Pfad und alle Dateien und Projekte, an denen ich arbeite. Hier sehe ich auch, woran meine Kollegen und Mitarbeiter arbeiten. Lisa arbeitet beispielsweise gerade an den nächsten Optimierungen. Ihr Profilbild ist dementsprechend neben dem Ordner, in dem sie arbeitet, zu sehen. Wechselt sie den Ordner, so kann ich das auch mitbekommen. So weiß ich beispielsweise in Calls mit Kollegen immer, auf welche Datei sie sich gerade beziehen, ohne extra nachfragen zu müssen. Super praktisch. Selbstverständlich lässt sich das Teilen dieser Aktivitäten über das Menü im Aktivitätenkreisel einstellen und ausschalten, sodass nicht alle Mitarbeiter mitbekommen müssen, woran ich gerade arbeite. In der mittleren Spalte sehe ich immer alle Dateien, Unterordner, Aufgaben sowie Notizen des im Pfad links ausgewählten Ordners. Über die Optionen oben kann ich Dateien herunterladen, kopieren oder löschen. Unten sehe ich noch die Versionshistorie mit allen Änderungen am aktuellen Ordner, sowie welche Mitarbeiter Zugriff haben. Außerdem kann ich in dem Ordner mit allen anderen Dokumente teilen, entweder per Link oder, den habe ich hier unten, über einen automatisch erstellten QR-Code. Dateien können heruntergeladen werden oder per Drag and Drop ganz einfach heraufgeladen werden. Hier füge ich beispielsweise eine PowerPoint-Präsentation mit unseren neuesten Funktionen hinzu. Ich kann jetzt dank Office-Integration in BSCW an ihr weiterarbeiten und habe, wenn Mitarbeiter Veränderungen durchgeführt haben, immer die aktuelle Version. Dasselbe gilt natürlich auch mit Excel-Tabellen oder Word-Dokumenten. Übrigens kann ich ähnlich wie bei Dropbox das DMS von BSCW als lokalen Ordner auf meinem Computer
speichern und synchronisieren. So muss ich noch nicht einmal BSCW öffnen, um auf die neuesten Dateien zugreifen zu können. Rechts habe ich nochmal einen schnellen Überblick über alle Nachrichten der aktuellen Struktur. Unsere Unterhaltungsfunktion funktioniert gleichermaßen für das Verfassen und Teilen von Notizen, dass sich diese auch weiter untergliedern lassen. So ist effizientes Teilen von Informationen möglich. Sowohl in der linken als auch in der rechten Spalte sehe ich standardmäßig meine Aufgaben. Rechts sehe ich, welche Aufgaben im aktuellen Ordner geteilt werden. Links sehe ich, welche Aufgaben mir zugeteilt wurden oder ich mir auch vorgenommen habe, beziehungsweise woran ich arbeite. Was? So lange arbeite ich schon an diesem Video? Ha, beim zweiten Mal geht es bestimmt schneller. Oh, Max ruft an. Da stoppe ich mal meine Aufgabe. Hi Max, was gibt's? Ja, grüß dich, Hagen. Ich hatte gesehen, die Aufgabe läuft bei dir mit dem Video. Brauchst du noch das Mikro von mir oder läuft das? Bist schon fast durch, aber danke, dass du mich unterbrochen hast. Oh, entschuldige. Alles klar, dann viel Spaß noch. Ja, Ciao. Danke, ciao. So, ich denke, das genügt jetzt für eine erste Vorstellung. Probieren Sie BSCW doch am einfachsten direkt online in Ihrem Browser aus. Falls Sie sonst noch Fragen haben, stehen wir Ihnen natürlich gerne zur Verfügung, auch im Chat per Audio. Bis dann und viel Spaß.